In diesem Video schauen wir uns zusammen das gesamte Rednerpult an. Ich zeige dir alles, was du hier finden kannst. Beachte wie immer die Version, zu der ich dieses Video aufgenommen habe. Es kann durchaus sein, dass sich etwas in späteren Versionen ändern kann. Was sich nicht ändert, sind die Videos, die ich bereits zu Grounded 2 veröffentlicht habe. Wenn du dich für weitere Tipps und Tricks zu diesem Spiel interessierst, mache ein Abo meines Kanals durchaus Sinn. Auf der Karte habe ich dir gezeigt, wo ich mich gerade befinde. Allerdings kann man das Rednerpult kaum übersehen und sollte meinen Standort recht einfach finden können. Über die Karteikarte kannst du das Erdgeschoss des Rednerpultes erreichen. Über die Spinnenseilbrücke gelangst du direkt ins erste Obergeschoss. Ein aufwendiges Video zu den Spinnenseilbrücken und wie du schnell darüber laufen kannst, verlinke ich dir unter dem i und in der Videobeschreibung. Dieser Ort ist nicht ganz ungefährlich. Die Wolfsspinne ist manchmal auch wach und streuend gelangweilt um das Rednerpult herum. Also pass lieber ein wenig auf. Aber keine Sorge, die will dich nur töten. Vielleicht hast du es auch schon gehört und den Schatten hinter der Spinne durch das Holz scheinen sehen. Auf der Rückseite findest du 100 Wissenschaftspunkte. Die hole ich mir ganz am Ende dieses Videos. Bei der Flasche einfach in die Hocke gehen, dann passt auch die dicke Willow da durch. Über den Schraubendreher kommst du auf die Sektflasche und auf der kannst du bis ganz nach oben laufen. Da liegt zufällig ein Bleistift, den du als Rampe ins erste Obergeschoss nutzen kannst. Hier ist es zwar etwas eng und die Sicht in der Third Person nicht die beste, aber im Zweifel kannst du die Sicht auch auf First Person umschalten. Im Rednerpult kannst du dich mit Kaugummi, Minzpastillen und Hot Chachas versorgen. Nimm also eine Schaufel und einen Hammer der Stufe 2 mit und habe genug Platz im Rucksack, damit du alles mitnehmen kannst. Auch ist eine Fackel von Vorteil, da nicht alle Bereiche ausreichend beleuchtet sind. Es versteckt sich aber nichts Interessantes in der Dunkelheit. Hier findest du übrigens Mitarbeiter 867, dem ich bereits ein eigenes Short gewidmet habe. Das Short musst du dir jetzt nicht mehr angucken. Daher lohnt es sich manchmal auch die langen Videos, wie zum Beispiel vom Mülleimer oder vom Picknicktisch, anzuschauen. Wenn dir noch Mitarbeiter auffallen, denen ich noch kein Video gewidmet habe, dann sag mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Generell bin ich immer offen für Lob, Kritik oder Wünsche. Dieser Mitarbeiter hat es nun auch nicht geschafft und gibt uns wenigstens ein paar brauchbare Gegenstände. Wir lassen ihn hier liegen und ich frage mich, ob die Beerdigung stattfindet, nachdem sie wieder entschrumpft wurden, oder ob man das Loch mit einem Spielzeugbagger aushebt und die da alle reinschmeißt. Aber da soll sich Ominent drum kümmern, ich muss als Teenager vor allem erstmal überleben und mir einen Rüsselkäfer zum Trocknen aufhängen. Wenn du Durst hast, liegt hier noch ein Tropfen Wasser bereit. Und der nächste Kaugummi kann von deiner Schaufel zerkleinert werden. Geschmacksrichtung Maulbeere. Du kannst hier schön auf dieser Zierleiste entlanglaufen, wo die nicht geschrumpften Personen allenfalls mit dem Staublappen entlang gehen würden. Und wie es der Zufall will, ist da ein Loch in der Holzwand, das wir nutzen, um auf die Außenseite des Rednerpultes zu gelangen. Jetzt solltest du schwindelfrei sein, denn die Zierleiste ist nicht besonders breit und der Weg nach unten ziemlich weit. Ein Absturz ohne Pusteblume dürfte sehr schlechte Folgen für deinen Teenager haben. Daher geht dieses kleine Jump and Run ganz entspannt an. Den Rost aus den Nägeln kannst du aktuell noch nicht abbauen, da es dafür einen Stufen 3 Hammer braucht, aber als Sprungbrett sind sie durchaus nutzbar. Jetzt kann man an dieser gebrochenen Leiste etwas nach oben springen und bis zum Ende laufen. Da warten ein paar Wissenschaftspunkte auf dich. Ich ändere aufgrund der nicht schönen Optik jetzt auf First Person, wozu ich am PC die Taste U benutze. Willow ist nun etwas schlauer und wird hoffentlich nicht mehr mit jedem Skorpion Schere, Stein, Papier spielen wollen, wobei der Skorpion übrigens immer Schere wählt. So, nun habe ich auch mal was Intelligentes in meinem Video gesagt. Ein Blick auf den armen Burgle und du kannst auf der Zierleiste einfach einmal auf die Vorderseite des Rednerpultes gelangen. Etwas aufpassen, damit du nicht nach unten geschoben wirst. Und im Zweifel über die Alt-Taste wieder in die Hocke gehen. Natürlich ist auch hier ein Loch in der Holzwand, sodass wir ins zweite Obergeschoss gelangen können. An dieser Stelle gut aufpassen, sonst stürzt du in die erste Etage ab und müsstest den ganzen Weg noch einmal laufen. Über die Brille und einen sehr guten Sprung gelangst du in den Aschenbecher. Den kennen wir noch aus dem ersten Teil, wo man die Nagelstücke von Dr. Tully weghämmern konnte. Solltest du den Sprung nicht schaffen, einfach noch einmal versuchen. Es ist wirklich nicht ganz einfach, den richtigen Absprungpunkt zu finden, aber es ist auch nicht unmöglich. Ich bin natürlich mit voller Absicht daneben gesprungen, damit ich dir auch den Rest von dieser Etage zeigen kann.
Du kommst immer wieder zur Brille und kannst es so lange versuchen, bis du sicher im Aschenbecher gelandet bist. Auf dieser Etage findest du die bereits erwähnten Hotchachas, die dir helfen, deine Waffe scharf zu machen und gegen Insekten einzusetzen, die es nicht ganz so scharf mögen. Ich gehe der Vollständigkeit halber noch kurz unter dem Glas durch und du siehst, dass ein dritter Hotchacha auf dich wartet, wenn du dich zwischen Glas und Holzwand in gehockter Haltung durchquetscht. Ich denke, wenn dir der Sprung in den Aschenbecher so gar nicht gelingt, dann kannst du auch von da über die Verpackung springen und gelangst noch einfacher in den Aschenbecher. Gut, dass ich übrigens gerade noch davon gesprochen habe, dass dieses Loch gefährlich wird. Gerade noch rechtzeitig gestoppt. Also, noch einmal laufe ich über den Brillenbügel auf die Fassung und springe in den Aschenbecher. Man hört im Hintergrund schon einen dieser blauen Falter, der fröhlich vor sich hinfiebt. Über das Plastikmesser geht es auf das Mikrofon und wieder bis ganz nach oben. Dort wartet auch wieder eine Stelle auf dich, die ein wenig Fingerspitzengefühl braucht. Ich gehe noch einmal kurz mit der Taste X in den sogenannten Pieper, Anything interesting out here? um von hier oben auf das einzelne Hotchacha aufmerksam zu machen, was ich gerade beim Glas schon erwähnt hatte. Da klebt auch wieder ein Kaugummi, was du mit deiner Schaufel bearbeiten kannst. Über das Mikrofonkabel gelangen wir auf das Dach des Rednerpultes, wo jetzt auch mit Feinkontakt zu rechnen ist. Einen Satelliten hört man in der Ferne piepen und damit ist klar, dass hier ein paar ORC-Tiere auf uns warten. Die Rüsselkäfer sind sehr explosionsfreudig, während die Schmetterlinge aus der Luft kämpfen und mit ihren Eisattacken die klar stärkeren Gegner sind. Damit ist auch klar, warum hier Hotchachas herumliegen. Eine scharfe, schlitzende Waffe ist bei den Schmetterlingen von Vorteil, während eine frische, schlagende Waffe keine gute Wahl ist. All right now, where's the big device to cap this all off? Wenn du den Schmetterling besiegt hast, kannst du ihm die Flügel abschneiden und ein paar Schuppen vom Bauch kratzen. Die Teile des Schmetterlings kannst du derzeit für die Schmetterlingsrüstung benutzen, um das frische Lager zu bauen und um den Blitzfurter zu bauen, der ORC-Kreaturen kurzfristig betäuben kann. Ferner kannst du dir einen blauen Schmetterling auch ausstopfen oder seinen Kopf als Wanddeko aufhängen. Den Satelliten habe ich kurz außer Funktion genommen, von denen es derzeit 4 in der Spielwelt gibt. Zu allen Satelliten habe ich bereits Videos auf meinem Kanal veröffentlicht. Ich sammle jetzt noch die Krähenfeder, die Mintstücke und die Wissenschaftspunkte ein. Wenn du das Video zum Aktenkoffer schon gesehen hast, dann weißt du jetzt auch, wo ich eine der Zahlenkombinationen für das Schloss her habe. Und du kannst dem Video jetzt gerne einen Daumen rauf geben. Nutzt du eigentlich solche hohen Punkte in der Spielwelt, um diese fantastische Aussicht in die Spielwelt zu genießen? Wie gefällt dir das Design der Spielwelt? Lass uns gerne mal in den Kommentaren darüber reden. Die letzten Schritte sind jetzt nicht mehr sonderlich schwer. Spring nicht zu weit und über den Rand, denn hier geht es sehr weit nach unten. Aber die 500 Wissenschaftspunkte sollten wir hier nicht liegen lassen. Um den Weg nach unten auf den festen Boden anzutreten, kannst du nun entweder den ganzen Weg zurücklaufen oder du hast genug Fallschirme dabei und springst beherzt nach unten. Das waren übrigens noch 100 Wissenschaftspunkte auf der Rückseite vom Schlafplatz der Wolfsspinne. Das Rednerpult hat auch noch einen Keller, aber da ist gar nichts los. Ich laufe jetzt wieder zum Startpunkt unserer Reise und wünsche dir noch viel Spaß bei Grounded 2.